Die russische Stadt Kaluga ist nach dortigen Angaben Ziel ukrainischer Drohnen geworden. Trümmer zerstörter Drohnen hätten eine Industrieanlage in Brand gesetzt. Das teilte der Gouverneur der Region mit. Ja, 3 Drohnen seien abgeschossen worden. Es habe keine Verletzten gegeben. Über die Art der zerstörten Anlage machte der Gouverneur allerdings keine Angaben. Kaluga liegt rund 200 Kilometer von Moskau entfernt. Guten Morgen von Berlin nach Kiew zu Christoph Wanner. Christoph, man hat ein bisschen den Eindruck, die Schlachtorte, die Kämpfe verschieben sich ein wenig. Trotzdem schauen wir mal auf die eigentliche Front. Welche Informationen gibt es von dort? Thomas, wir haben zurzeit im Bereich Donezk 3 Brennpunkte. Das ist der Ort, über den wir so viel gesprochen haben in letzter Zeit, Kurachewe am gleichnamigen Stausee. Da ist etwas südlich gerade die Lage für die Ukrainer extrem alarmierend. Da sind ukrainische Truppen in einem Halbkessel. Dann, wenn wir noch weiter runtergehen, Richtung Süden im Provinz der Donezk, da gibt es den Ort Velika Novosilka. Auch da droht ein Halbkessel. Besonders stark der Druck im Augenblick der russischen Truppen vom Osten. Und da sind sie wohl auch schon am Stadtrand. Und wenn wir dann noch etwas nach Norden gehen, im Bereich Donezk gibt es den einst wichtigen ukrainischen Verkehrsknotenpunkt Selidowe. Der ist schon unter Kontrolle der Russen. Und von da aus geht der Druck Richtung Westen zurzeit, Richtung Pakrovsk, diesen relevanten ukrainischen Ballungsraum, wo vor dem Krieg ca. 100.000 Menschen gelebt haben. Immer noch ca. 10.000 Menschen sind in Pakrovsk. Ich habe jetzt gestern noch mit einem ukrainischen Kollegen gesprochen, der vor Ort ist, und der hat markige Worte gefunden für die Situation der ukrainischen Streitkräfte in diesem Gebiet. Das kann ich so 1:1 jetzt nicht wiedergeben. Ich würde sagen, er hat die Lage als übelst bezeichnet. Und er ist auch Journalist, wie ich gesagt habe, und spricht davon, dass die ukrainischen Truppen jetzt schon ausländische Reporter nur noch äußerst ungern mit nach vorne nehmen Richtung Front, weil die Lage eben so brenzlig ist. Wir reden jetzt die ganze Zeit über einen Frontabschnitt, vielleicht mit einer Länge von 150 Kilometer. Die gesamte Front erstreckt sich aber über ca. 2000 Kilometer laut Wladimir Putin. Und an den meisten anderen Frontabschnitten sieht es für die Ukraine auch nicht besonders gut aus. Da ist die Lage aber wesentlich stabiler. Also ich würde jetzt nicht von einer umfassenden Katastrophe sprechen, sondern eben von einer sehr alarmierenden Lage im Augenblick.